Hallo liebe Freunde des gepflegten Gekritzels. Heute zeige ich euch, wie ich Boston gezeichnet habe. Boston. Groß, lebhaft, geschäftig und super knuffig und total lieb. Aber redest du noch von der Stadt? Nö, von ihm hier. Ja, kleiner Scherz am Rande. Boston ist eine 4-jährige Old English Bulldog von einer lieben Freundin, die sich ein Porträt von ihm gewünscht hat und mir freundlicherweise erlaubt hat, die Videos hochzuladen. Boston hat übrigens auch einen Instagram-Account, den verlinke ich euch in der Infobox. Da könnt ihr ihn mal in seiner ganzen Pracht sehen, weil ich kann euch sagen, das ist ein richtig stattlicher Bursche. Ich durfte ihn nämlich bei der Übergabe des Bildes kennenlernen und war schockverliebt. Also echt ein richtig cooler Hund, man kann es nicht anders sagen. Übrigens habe ich euch hier mal einrollen lassen, welche Stifte ich fürs Auge benutzt habe. Also alleine nur für dieses Auge waren die ganzen Farben im Spiel. Ja, hier nutze ich gern so ein Nail Art Tool mit so einer Murmel, mit so einer runden Spitze. Ich bin da echt nicht involviert in dem Thema. Auf jeden Fall eignet sich das ganz hervorragend für Schnurrhaare und Barthaare, sowas. Das drückt sich richtig schön ins Papier ein und wenn man drüber malt, bleibt es weiß. Und damit kriegt man eben auch ganz feine weiße Striche hin. Macht sich richtig gut. Kleiner Sprung, weil die Nase wirklich, wirklich lange gedauert hat. Ich glaube, das hätte die Kapazität des Videos überstiegen. Lustigerweise, wenn ihr genau hinguckt, im rechten Nasenloch ist so ein hautfarbener Fleck, so ein richtig schön rosaner hautfarbener Fleck. Und den hat er jetzt gar nicht mehr. Was ich nicht wusste, auf dem Bild ist er ungefähr 1 Jahr alt und wie gesagt, mittlerweile ist er 4 und dieser Fleck ist verschwunden.
Übrigens, falls euch interessiert, warum da ein 30 cm Lineal liegt, ich male die Skizzen immer gern mit der Rastermethode. Ich zeichne mir ein Raster aufs Originalbild und auf das Papier und übertrage dann eben Kästchen für Kästchen das Bild, das Referenzbild. Gerade bei der Porträtzeichnung kommt es einfach auf Millimeter an und da ist es mir zu ungenau, die Skizze freihand zu malen. Und deswegen finde ich das eine ganz gute Alternative. Sprung. Mit der, also von uns aus gesehen, vom Betrachter aus gesehen, linken Wange, die da schon fertig ist, war ich echt nicht zufrieden. Deswegen zeige ich euch ganz einfach nicht, wie ich die gemalt habe. So, ja, am Ende geht's. Also es fällt da nicht so auf, aber naja, geht besser. Ich weiß nicht, ob man es jetzt schon so ein bisschen sieht, also da ich es ja weiß, sehe ich es natürlich, kann man jetzt schon erkennen, wie sich die Barthaare, von denen ich vorhin sprach, mit diesem Nail Art Tool, also die mit dem Nail Art Tool entstanden sind, so ein bisschen durchdrücken. Die kann man schon so ein bisschen erkennen. Und falls ihr euch wundert, warum dort einerseits ein blauer Stift liegt und warum ich mit blauen Stiften an dem dunklen Hund gemalt habe, sein Fell hat diese tolle Blaufärbung. Also es ist ein Blaustich im Fell zu erkennen und man ahnt gar nicht, wie viel Blau ganz oft unter den einzelnen Tönen liegt. Also Blau ist eine richtig wichtige Farbe für Porträtzeichnung. Gerade auch bei der Nase, aber unheimlich viel Blau dabei. Kommen wir zu den Ohren. Hier ist es so, das Originalbild, ich habe echt keine Ahnung von Fotografie, das wisst ihr garantiert alle besser, aber es wurde in dieser coolen Art fotografiert, wo der Hintergrund verschwimmt. Wisst ihr, was ich meine? Das Bild ist im Vordergrund, also in dem Fall Schnauze und natürlich auch hier die Zunge, die Augen waren ganz klar, ganz scharf umrissen und nach hinten, allein die Ohren schon, wurden immer unklarer. War für mich natürlich so eine Frage, wie malst du das? Aber ich dachte einfach, ich male es jetzt so, wie es vor mir liegt, fertig ist. Und ich war da echt zufrieden mit. Also es ging wirklich gut. Ich mache das immer gern mit diesem Diluent, mit diesem Ölverdünner. Die Stifte sind ölbasierend, lassen sich dadurch also
nochmal so ein bisschen anlösen und miteinander nochmal vermischen, verschwimmen sozusagen. Und damit ging es ganz hervorragend, diesen Effekt zu erzielen, dass es nach hinten hin immer verschwommener wurde. Das Problem war auch jetzt hier beim Halsband genau dasselbe. Auch das war schon nicht mehr ganz klar. Und ich mal echt gern solche Sachen, so Leder und Schnallen und irgendwelche Ledreflexe und sowas. War in dem Fall natürlich eine kleine Herausforderung, weil auch das Halsband nicht wirklich klar und detailliert zu erkennen war. Ich habe es ganz einfach in derselben Form gemalt, in derselben Technik quasi. Habe es einfach so gemalt, wie ich es gesehen habe. Ein bisschen verschwommener, nicht ganz so detailliert. Und das hat dem Bild gut getan. Hier sieht man das nochmal, also immer wenn ich mit einem Pinsel hantiere, trage ich diesen Ölverdünner auf. Also wie gesagt, der ist eigentlich für die Ölmalerei, aber eignet sich ganz toll für Buntstiftzeichnung. Und lässt alle Pigmente nochmal miteinander verschwimmen, miteinander arbeiten. Also man kann die einfach nochmal richtig schön ineinander schieben. So, wenn es nach mir gegangen wäre das Bild hier fertig. Ich mag das, wenn die Porträts einfach nur für sich auf dem Bild so stehen. Aber Bostons Frauchen hat sich den Hintergrund gewünscht. Und dann dachte ich, na super, was machst du jetzt? Ich und Hintergründe. Aber was soll's, ich habe das genauso gemacht wie auf dem Bild. Also auch den Hintergrund so ein bisschen verschwimmen lassen. Es war kein klar umrissener Hintergrund, es war einfach nur eine grüne Fläche. Und ich habe einfach gemalt, was ich gesehen habe. Hier sieht es jetzt noch ein bisschen unbeholfen aus. Ich fand zum Schluss, ja, konnte sich schon sehen lassen. Also es war okay. Es war okay. Ja, ihr Lieben, so sieht's aus. Ja, ich muss sagen, ich bin zufrieden und Bostons Frauchen, denke ich auch. Jedenfalls sagte sie das. Und hier sieht man ihn nochmal in seiner ganzen Pracht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne ein Like da und abonniert den Kanal, wenn ihr möchtet, beziehungsweise lasst das Glöckchen läuten und ich verabschiede mich für heute. Macht's gut, tschüss!